die wirklich wissen, dass Islamisten ins Land, ein Islamist, der in irgendeinen Weihnachtsmarkt fährt oder irgendwas, da kann ich überhaupt nicht lachen, das finde ich brutal ernst. Da geht's um Leben, hier geht's um Leben und Tod. Hier geht's um Attentäter, um grausame Leute, um Terroristen. Hier geht's um Leute, die ein völlig anderes Frauenbild haben. Hey Leute, Bernd Baumann von der AfD schlägt Alarm. Die CDU will das Parlament stilllegen und wichtige Debatten verhindern. Was steckt hinter diesem Manöver? Schaut rein, um zu erfahren, wie Baumann die CDU entlarvt. Das dürft ihr nicht verpassen. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Auf geht's! Zur Pressekonferenz der Fraktion diese Woche mit wichtigen Anträgen. Lassen Sie mich eine kleine Vorbemerkung machen. Wir haben ja eine ganz besondere Woche. Sitzungswoche mit dem Austritt der FDP aus der Koalition ist im Machtgefüge des Deutschen Bundestages eine völlig neue Situation entstanden. Denn die FDP bekundet, sie will wesentliche linksgrüne Projekte rückabwickeln, wie das zuvor auch schon die CDU bekundet hat. Und damit gibt es jetzt völlig neue Mehrheiten. Genau diese Rückabwicklung ist jetzt rechnerisch möglich. AfD, FDP, CDU, dazu fraktionslose Abgeordnete. Da brauchen wir die BSW-Abgeordneten noch nicht mal, aber die kommen ja auch noch oben drauf, sodass das in dieser Woche strategisch hier ganz anders aussieht. Das haben wir in der Presse weitenteils noch gar nicht wiedergefunden, dass das in irgendeiner Weise beleuchtet wird. Aber hier in der Pressekonferenz soll das mal vorangestellt werden. Also Dinge wie Heizungsgesetz, Lieferkettengesetz, Soli, kalte Progression, alles wollen die beiden Parteien, die beiden Fraktionen ja abschaffen, die AfD auch, die Atomkraft und so weiter. Und da wollen wir doch mal gucken diese Woche, wie das aussieht. Das gilt natürlich auch und ganz besonders für die Zurückweisung von Migranten, von Asylmigranten an den deutschen Grenzen. Denn noch immer ist es ja so, jeder, der an die deutschen Grenzen kommt und sagt Asyl, wird reingelassen. Das ist ja ein Unikum in der Welt und in der Weltgeschichte. 20.000 jeden Monat kommen herein auf diese Art und Weise. Und die FDP unterstützt jetzt offiziell die Forderung, Zurückweisung an der Grenze, wie das andere westliche Demokratien ja auch machen. Und Deutschland das ja auch jahrzehntelang gemacht hat, ist ja der Normalfall. Marco Buschmann hat das bekundet, dass die FDP jetzt dafür steht. Und für die CDU hat Friedrich Merz genau das Gleiche gesagt. Zurückweisung an der Grenze wird die CDU jetzt unterstützen, um Schaden von Deutschland abzuwenden. Man kennt ja die Zahlen. Explodierende Kriminalität, Clans, Parallelgesellschaften, Islamisten, 10.000 Vergewaltigungen, Übergriffe im Jahr durch sogenannte Flüchtlinge, 30 am Tag etwa. Also die CDU will Schaden begrenzen und Zurückweisung an der Grenze. Beide haben gesagt, erstmal für 3 Monate als Pilotprojekt. Man weiß ja nicht, wie es an der Grenze wird, ob dann Staus entstehen oder sowas alles als Pilotprojekt. Und da wir das seit Jahren fordern, machen wir jetzt diesen Antrag, genau diesen, als Pilotprojekt für 3 Monate, Zurückweisung an den Grenzen. Jetzt bin ich ja im Innenausschuss. Und da ist ja der Dieter Roman, der Chef der Bundespolizei, der ist ja der oberste Grenzschützer. Und der hat schon deutlich bekundet, a, dass das möglich ist, b, dass das wirksam sein wird und c, dass keine Staus entstehen werden, sodass aus dem Pilotprojekt auch ganz schnell eine Dauerlösung werden kann. Der neue Normalfall, wie er früher auch immer war und wie andere Länder das auch machen. Deswegen, wenn die CDU und die FDP ihre Wahlversprechen ernst meinen, ist jetzt eine strategische Mehrheit da. Die ist nach den Wahlen wahrscheinlich gar nicht mehr da, weil die CDU ja mit der SPD koalieren will und da wird das kaum möglich sein. Sie will ja mit Rot oder Grün oder Rot-Grün eine neue Regierung bilden und da werden sich die linksgrünen Projekte eben nicht rückabwickeln lassen. Deswegen ist das jetzt eine ganz wichtige strategische Woche im Bundestag, wo Farbe bekannt werden muss. Gibt es dazu, zu dieser Einleitung, eine Frage? Bitte? Martin Schmidt, RTL. RTL NTV. Gibt es denn irgendwelche Signale,
dass Union und FDP da mit Ihnen mitmachen? Also die Signale, dass Sie das thematisch wollen, die sind überdeutlich. Das ist sozusagen der Kern oder ein Kern Ihres Wahlkampfes. Dass Sie bisher signalisiert haben, wir können diese Mehrheiten machen oder nicht. Sie wissen ja, wie die sich grundsätzlich positionieren und das ist jetzt die Frage. Ist jetzt die Brandmauer wichtiger oder sind jetzt die inhaltlichen Lösungen wichtiger? Denn die bisherigen Brandmauern, was war das denn? Das waren zwei Oppositionsparteien in der Fraktion, Oppositionsfraktionen im Bundestag. Beide Oppositionen können gar nichts erreichen. Oder auf Länderebene mit Länderthemen wie in Thüringen oder Sachsen und so, Länderthemen. Aber jetzt geht es um existenzielle Probleme auf Bundestagsebene. Hier können die richtigen Themen angefasst werden. Und in Deutschland wird ja gestorben sozusagen. Fast täglich gibt es ja Übergriffe, Messer, Vergewaltigungen, Gruppenvergewaltigungen und so. Und das kann in der Sache jetzt auf Bundesebene bereinigt werden. Und das ist eine völlig neue Qualität. Wenn Sie da so eine Art Brandmauer aufrecht erhalten wollen, dann sollen das die geneigten Wähler draußen auch wissen. Es gibt noch keine Kontakte in diese Richtung, natürlich nicht. Deswegen stellen wir es hier in Plenum. Da ist der Ort der Wahrheit. Ja, aber Nachfrage, im politischen Geschäft würde man normalerweise sowas ja vorbereiten. Inwiefern soll das denn jetzt dann was anderes sein als ein wahltaktisches Spielchen von Ihnen? Das ist überhaupt kein wahltaktisches Spielchen. Es ist eine Mehrheit im Deutschen Bundestag. Und die Abgeordneten sind alle vom Volk gewählt. Was hier sitzt, ist Volkeswille. Genau in der Aufteilung. Und wir kommen jetzt zu existenziellen Fragen. Und die Wahrheit ist im Plenum. Und da wird nicht vorher dran rumgeredet oder hin und her oder irgendwas, dann wird abgestimmt. Wir verlangen sofort Abstimmung und dann werden wir sehen. Es ist eine völlig neue Qualität dessen, was man irgendwie Brandmauer oder so nennen würde oder nennen wollte oder wie die CDU das macht. Jetzt geht es wirklich um die Existenz und das Schicksal Deutschlands in Kernfragen. Und dann sollen Sie den Wählern das mal erklären, dass sie hier das ablehnen, wo es möglich ist, und dann koalieren Sie mit Rot und Grün, wo es nicht mehr möglich ist. Das sollen Sie den Wählern mal erklären. dpa? Können Sie noch mal klar machen, inwieweit Ihnen es da wirklich nur um die Sache geht und nicht darum, die anderen einfach fortzuführen? Dass es uns um die Sache geht, sehen Sie doch daran, dass wir seit Gründung dieses Thema verfolgen. Ich bin geschlagen worden, beleidigt worden beim Flyer verteilen, beim Wahlkampf machen, weil wir dafür stehen, wofür die CDU nicht mehr stand. Die CDU hat sich ja zeitgeistig entwickelt. Merkel hat die Grenzen geöffnet. Die haben ja alles sozusagen verraten, was vorher konservativ war. Wir standen dafür. Seit 10 Jahren sind wir sozusagen von vielen Seiten Angriffsobjekt, Verleumdungsobjekt, Diabolisierungsobjekt, weil wir dafür standen und nicht die CDU. Also es geht Ihnen nicht darum, die anderen fortzuführen. Was heißt denn Das wäre ja jetzt ein parteitaktisches Spielchen, was man einfach jetzt mal hier so kleine Nummer macht. Das ist aber nicht der Fall. Dass wir dafür stehen, glaubhafter kann man es ja nicht machen. Und dass die Mehrheit da ist, strategisch im Deutschen Bundestag, gibt es eine strategische Mehrheit zur Rückabwicklung von Rot-Grün. Die gab es in der Ampelzeit nicht, da war die FDP gefangen und die wird es in der nächsten Koa auch nicht mehr geben. Dann ist die CDU gefangen mit Rot-Grün. Jetzt gibt es diese Mehrheit. Die Spielchen machen nicht wir. Es sind existenzielle Fragen. Und deswegen haben wir ja genau diesen Antrag gemacht, Pilotprojekt für 3 Monate, um diese Schwelle so zu senken, dass Sie auch zustimmen können. Denn Sie hatten ja inhaltlich das Problem, das kann ich nachvollziehen, inhaltlich, ja, vielleicht kommt es ja zu Staus oder das ganze Grenzregime ist irgendwie, lässt sich gar nicht durchführen. Dieter Roman sagt, und der Chef der Grenze der Polizisten sagt, das ist durchführbar, deswegen erstmal das Pilotprojekt. Frau Lindner? Ach so, bitte, Entschuldigung, dann kommt Herr Hallasch. Vielen Dank. Also nur noch einmal die Nachfrage, ob ich es richtig verstanden habe. Es gab jetzt keine Gespräche, also Sie sind nicht auf die anderen Fraktionen zugegangen, um zu sagen, wir haben da einen Antrag und bitten euch damit zu stimmen. Sie wissen doch, wie die sich generieren. Die haben im Wahlkampf die Idee, die AfD zu diabolisieren. Das machen sie ja schon eine ganze Zeit. Ausgangspunkt der Diabolisierung war unsere Migrationspolitik, die sei ja, Sie haben es doch verfolgt jetzt in den letzten 8 Jahren, die sei menschenfeindlich, ausländerfeindlich, die müssten eine Brandmauer zu uns machen. Jetzt haben sie alle unsere Forderungen übernommen und damit gezeigt, unsere Forderungen sind bürgerlich und durch vernünftig, aber dieses Brandmauerchen mögen sie immer noch parteitaktisch gerne aufrechterhalten, auch mit großen Teilen der Medien.
und das ist ihre Strategie. Da gibt's nichts zu reden vorher, aber da gibt's was abzustimmen im Parlament, in der existenziellen Frage. Das heißt aber dann auch, Ihnen ist klar, dass es keine Mehrheit geben wird, wenn Sie Ist sagen... mir überhaupt nicht klar. Lassen Sie mich noch einen Gedanken weiterführen. Ich habe ja als 1PGF, also erster parlamentarischer Geschäftsführer, die Diskussion mit den anderen, wie viele Sitzungswochen machen wir noch? Und da ist völlig klar geworden, dass Grüne und SPD gerne noch viele Sitzungswochen haben wollen. Denn die wollen sich ja präsentieren. Der Scholz meint ja, im Wahlkampf geht die SPD noch durch die Decke. Die wollen Sitzungswochen haben. Aber die CDU möchte das nicht. Die möchte die Wochen abschaffen. Und die hat schon etliche Wochen abgeschafft. Und es werden weitere Wochen abgeschafft, die nicht stattfinden. Das will die CDU genau aus diesem Grund nicht, weil dann deutlich wird, dass die strategischen Mehrheiten da sind. Das ist im Moment die Gefechtslage. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Hier wird das Parlament eingefroren, weil die CDU nicht will, dass sie Farbe bekennen muss in diesen existenziellen Fragen. Denn sie möchten natürlich weiter den Wählern erzählen, wir sind für Grenzschließung beziehungsweise für Zurückweisung an der Grenze, nicht Schließung, sondern Zurückweisung für Asylmigranten. Wir wollen Atomkraft wieder anschmeißen, wir wollen das Heizungsgesetz rückabwickeln und alle diese Sachen versprechen sie den Wählern. Aber sie stimmen dagegen, eventuell im Parlament, wenn das so ist, wie sie sagen. Und sie gehen in eine Koalition, wo das alles nicht mehr möglich sein wird. Das ist die Gefechtslage, politisch. Jetzt vielleicht, Frau Lindner? Also erste Frage. Friedrich Merz hat ja eine klare Ansage gemacht in der Debatte nach der Regierungserklärung von Scholz, weil er gesagt hat, er wird nicht mit Abgeordneten der AfD abstimmen. Also muss Ihnen völlig klar sein, dass das nicht passieren wird. Haben Sie diese Aussage von Herrn Merz entweder nicht gehört oder nicht ernst genommen? Dann die zweite Frage, ist es denn zu 100% der CDU-Antrag oder gibt es da noch Unterschiede zu dem, was die CDU fordert und wo liegen sie? Und dritte Frage jetzt noch zu diesem Thema Arbeitsfähigkeit des Parlaments. Es gibt ja innerhalb der Gruppe der Linken Überlegungen, vielleicht vor dem Bundesverfassungsgericht Beschwerde einzulegen oder zu klagen, weil sich die Gruppe der Linken in ihrer parlamentarischen Rechte beschnitten sieht, weil sie sich nicht einbringen kann. Planen Sie was Ähnliches? Könnten Sie sich vorstellen, sich da anzuschließen? Gibt es da Gespräche? Wie sieht da die Lage aus? Also mit der Linken haben wir keine Gespräche, die hat da ganz ihre eigenen Probleme. Damit haben wir relativ wenig zu tun. Dass Merz das im Plenum auch noch genauso gesagt hat. Er macht SPD und Grünen das Angebot, gemeinsam zu verabreden, die Tagesordnung des Deutschen Bundestages so zu gestalten, damit keine Anträge, keine Gesetzesvorlagen Mehrheiten finden, jenseits sozusagen dieser drei Fraktionen, also dann mit der AfD. Das ist im Bundestag gesagt worden. Das ist ja Teil dessen, was ich hier vortrug, dass die CDU genau der Treiber hier ist, Sitzungswochen abzuschaffen. Denn das ist ihr Anliegen, nicht das Anliegen von SPD und Grünen. Und gerade weil er das gesagt hat, muss das jetzt deutlich werden, was bedeutet das denn, Herr Merz? Das bedeutet, dass wir an der Grenze keine Zurückweisung haben. Das bedeutet, Herr Merz, dass weiter 20.000 unkontrolliert ins Land strömen. Das bedeutet, Herr Merz, wir werden so und so viel Gruppenvergewaltigung, so und so viel Messerstechereien, so und so viel Islamisten weiter hereinkriegen. Hier wird weiter Blut fließen und hier werden weiter Susanne, Claudia und wer sonst noch vergewaltigt und gruppenvergewaltigt, weil die CDU hier Spielchen macht und strategische Mehrheiten nicht nutzt, die es im Parlament gibt. Das soll er mal erklären, diese Konsequenz. Sie haben meine zweite Frage nicht beantwortet. Ist das wortgleich jetzt das, was die CDU will, oder gibt es da... Die CDU hat noch keinen Antrag gemacht. Sie wird auch keinen Antrag machen. Deswegen möchte sie auch keine Sitzungswochen machen, weil sie den Antrag gar nicht machen möchte, weil wir natürlich zustimmen würden. Und die FDP wahrscheinlich auch. Vielleicht sogar noch BSW und die fraktionslosen Abgeordneten. Da wäre eine dicke Mehrheit da. Genau das will die CDU ja nicht. Also gibt es keinen CDU-Antrag, aber unser Antrag ist so kurz, so schlank, so rein, so sachlich, dass er nur das fordert, was Friedrich Merz wörtlich gefordert hat. Zurückweisung an den Grenzen als Pilotprojekt für 3 Monate und dann sehen wir weiter. Und genau das Gleiche hat die FDP auch gefordert und genau das Gleiche fordern wir. Da ist also kein Haken, keine Kinke, irgendwas, wo man sagen könnte, nee, das machen wir aus den und den nebensächlichen Gründen nicht. Das ist der reine, nackte Antrag, Zurückweisung an den Grenzen, wie Merz das gefordert hat. Nochmal, Herr Schmidt, bitte. Von ja, ich habe jetzt noch nicht so ganz verstanden, also weil
Sie jetzt mehrfach gesagt haben am Ende, und Sie haben es ja selber dann eigentlich auch schon vorweggenommen, dann soll die Union das mal dem Wähler erklären. Das klingt für mich dann schon sehr danach, als wollten Sie genau das machen, was Ihre Parteiführung sagt, nämlich die Union als Hauptgegner ausmachen und in den Kernfragen dann da auch jetzt schon im Vorfeld stellen, also jetzt im Wahlkampf. Da sehe ich jetzt, wüsste ich jetzt noch nicht, worauf Sie auf anderes hinaus wollen, als dass die Union sich erklären muss. Das haben Sie ja jetzt selber auch mehrfach so gesagt. Und dann die zweite Frage, wenn Sie mit den Linken da jetzt selber Grenzen ziehen, Brandmauern nicht mitgehen zu wollen, wie sieht das denn aus? Sie könnten ja, es gibt ja Überlegungen aus Ihrer Fraktion, zu sagen, wir machen einfach weiter, wir gehen bei der Vertrauensfrage einen anderen Weg, dann hätten Sie ja noch viel mehr Zeit, solche Anträge einzubringen und mit diesen Mehrheiten zu arbeiten. Wäre das dann auch in Ihrem Sinne, eigentlich auch diesen Weg zu gehen? Welchen Weg nochmal? Na, bei der Vertrauensfrage quasi So, lieber ja, bei gut, Olaf okay. Scholz zu bleiben Ja, und ja, diese ja. Mehrheiten jetzt weiter zu nutzen, Also wenn die dann, wenn Sie befürchten, dass die nach der Wahl eher kippen würden. Nein. Also Vertrauensfrage, wir waren immer für Neuwahlen, wir sind weiter für Neuwahlen und so wird die Fraktion auch marschieren. Mit der Linken haben wir keine beschlossen, da wird nichts sozusagen, das ist ja eine namentliche Abstimmung, wo jeder sozusagen persönlich nach seinem Gewissen, aber ich gehe davon aus, dass die AfD-Fraktion Neuwahlen will. Mit der Linken haben wir keine Brandmauer, wir erheben keine Brandmauern, wäre ein völliges Missverständnis. Und das Dritte ist, die CDU muss ja auch nicht geschlossen sein. Bei der CDU kann es ja auch Leute geben, die es wirklich ernst meinen. Die wirklich wissen, dass Islamisten ins Land, ein Islamist, der in irgendeinen Weihnachtsmarkt fährt oder irgendwas, da kann ich überhaupt nicht lachen, das finde ich brutal ernst. Da geht's um Leben, hier geht's um Leben und Tod. Hier geht's um Attentäter, um grausame Leute, um Terroristen, hier geht's um Leute, die ein völlig anderes Frauenbild haben. Ich sage nur nochmal als Musterhintergrund, Afghanen, 14-, 15-fache Beteiligung höher an Gruppenvergewaltigung. Wissen Sie, was eine Gruppenvergewaltigung bedeutet? Das ist eine Traumatisierung, eine innere seelische Zerstörung eines Mädchens oder einer Frau. Davon haben wir 2 an jedem Tag. Und da kann man jetzt sagen, stopp, wir machen jetzt vernünftige Grenzkontrolle und damit schließen wir aus, dass weitere reinkommen. Da wird vielleicht doch der eine oder andere, ja zumindest kommen keine neuen mehr rein unkontrolliert. Das ist ja schon mal das Erste. Ja, natürlich. Ja, auch einfache Vergewaltiger. Wir müssen auch jetzt hier nicht in Details gehen, aber eine einzige Gruppenvergewaltigung zu verhindern, eine Claudia, Sabine, Susanne, die sozusagen ihr Leben nicht zerstört kriegt, würde schon rechtfertigen, für einen CDU-Abgeordneten diese strategische Mehrheit zu nutzen. Und das werden wir dann sehen. Noch weitere Fragen dazu?